Also mit dem Elektroauto kommst du auch nicht weit. Oh, das stimmt ja. Und in den Urlaub fahren mit dem Elektroauto kommt überhaupt nicht in Frage. Ja? Es gibt kaum Ladepunkte und die Reichweite der Elektroautos ist noch viel zu gering. Das vermisst mir und meine Familie den ganzen Urlaub. Also stopp mal. Da muss ich ein paar Fakten richtig stellen. Denn das ist mittlerweile ein Mythos, der sich wacker zu halten versucht. In den letzten Jahren hat sich diesbezüglich nämlich viel getan. Wie viel Reichweite Elektroautos heutzutage haben und wie die Situation hinsichtlich der Ladestation ist, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und ich möchte mit diesem Video einige der Bedenken auflösen und Fakten klarstellen. Denn Reichweitenangst ist meiner Meinung nach unbegründet. Die Akkuleistung von Elektroautos wurde in den letzten Jahren deutlich optimiert und die Ladezeit immer geringer. An besonders leistungsstarken DC-Ladestationen, sogenannten HPC-Chargern, lädst du mittlerweile mit einigen Autos sogar unter 20 Minuten, wenn du von 10 auf 80% lädst. Und auch im Verbrauch werden E-Autos immer sparsamer. Aber lass uns die Bedenken hinsichtlich der Reichweite Stück für Stück auflösen. Viele neue Elektroautos haben heutzutage eine durchschnittliche WLTP-Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Manche, wie zum Beispiel der Lucid Air, sogar bis zu 800 Kilometern. Schauen wir uns gleich mal 4 der beliebtesten E-Autos an. Das Tesla Model Y hat zum Beispiel eine WLTP-Reichweite von bis zu 600 Kilometer. Der Audi Q4 e-tron 544 Kilometer. Der Skoda Enyaq verfügt über 522 Kilometer Reichweite und der VW ID.4 hat eine stolze WLTP-Reichweite von 531 Kilometer. Fährst du also circa 40 Kilometer pro Tag, kann dein Akku möglicherweise für rund 13 Tage reichen. Klar, das ist auch stark abhängig von deinem Fahrstil und dem Wetter. Und fährst du mit 160 km/h von Berlin nach München, ist die Batterie natürlich deutlich schneller leer, als wenn du konstant mit 120 km/h fährst. Das gilt im Grunde für den Verbrenner genauso, wirkt sich beim Elektroauto aber etwas stärker aus. Und im Winter benötigst du eben auch mehr Kilowattstunden auf 100 Kilometer als im Sommer. Welche Reichweite du im Endeffekt benötigst, kommt auch ganz stark auf deine Lebensumstände an. Also ob du auf dem Land oder in der Stadt lebst, zur Arbeit pendelst oder dein Elektroauto nur gelegentlich verwendest. Aber auch wenn du täglich in die Arbeit pendelst oder oft in den Urlaub fährst, sogar lange Strecken kannst du im Grunde unbekümmert zurücklegen, da du mittlerweile eigentlich fast überall Ladepunkte findest oder zu Hause mit einer Wallbox laden kannst. An deiner eigenen Wallbox oder der deines Arbeitgebers zu laden hat viele Vorteile. Ein Vorteil ist sicherlich, dass du dein Auto zu Zeiten laden kannst, zu denen du entweder schläfst oder arbeitest und du dir dadurch jede Menge Wartezeit ersparst. Stehst du in der Früh auf oder kommst am Abend von der Arbeit, ist das Auto nach circa 7 Stunden wieder voll aufgeladen. Zudem zahlst du zum Beispiel mit einem Stromvertrag mit stündlich flexiblem Tarif in den Schwachlastzeiten mitunter deutlich weniger für jede geladene Kilowattstunde und schonst du deinen Geldbeutel. Daher mein Appell an dich: Wenn du Zeit hast, dann lade lieber an einer AC-Wallbox statt an einer DC-Ladestation. Hast du Photovoltaikpaneele zu Hause installiert, kann es Sinn machen, an sonnigen Tagen, an denen die Anlage viel zu viel Energie produziert, dein E-Auto zu laden. Denn mit dem überschüssigen Strom maximierst du deinen Eigenverbrauch, wodurch du weniger Strom aus dem Netz beziehst und so wiederum Geld sparst. Mit einer smarten Wallbox wie unserem GoE Charger und einem Energiemanagementsystem geht das sogar vollautomatisiert. Du siehst also, die Reichweite ist eigentlich kaum noch ein Problem. Die Ladeinfrastruktur wird zudem täglich ausgebaut. Laut Gesetzesbeschluss des EU-Parlaments müssen bis 2026 entlang aller Hauptverkehrsstraßen innerhalb der EU mindestens alle 60 Kilometer Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung stehen. Deutschland verfügt bereits jetzt über ein flächendeckendes Ladenetzwerk mit über 130.000 öffentlichen Ladepunkten, während es in den Niederlanden rund 160.000 Ladepunkte gibt. In Italien sind es ca. 46.000 Ladepunkte, in Kroatien rund 1.500, die sich insbesondere entlang der Hauptverkehrsachsen rund um größere Städte befinden. Und in Frankreich findest du rund 130.000 Ladepunkte. Fährst du also zum Beispiel von Wien nach Zagreb oder von München nach Wien,
schaffst du diese Strecke mit nur einem kurzen Stopp. Vorausgesetzt, dein Auto war voll aufgeladen. Je nach Fahrweise, Jahreszeit und Akkukapazität kann es sogar ohne Pause möglich sein. Mindestens eine Ladepause ist jedoch empfehlenswert, da sie deine Aufmerksamkeit erhöht, dein Wohlbefinden während der Fahrt steigert und somit auch zur Verkehrssicherheit beiträgt. Natürlich ist die Anzahl an Ladepausen abhängig vom Auto, der Strecke und den Wetterbedingungen. Es macht also einen Unterschied, ob du ein Elektroauto mit einer Reichweite von 500 Kilometern fährst oder eines mit einer Reichweite von 200 bis 300 Kilometern. Es gibt, wie schon erwähnt, mittlerweile einige Elektroautos, die an HPC-Chargern in ca. 18 bis 20 oder 25 Minuten von 10 auf 80% laden. Am schnellsten laden unter anderem folgende E-Autos. Beim Hyundai Ioniq 6 lädst du aufgrund der maximalen Ladeleistung von über 220 Kilowatt DC in 10 Minuten stolze 226 Kilometer nach. Beim Hyundai Ioniq 5 sind es 218 Kilometer in 10 Minuten und beim Porsche Taycan Sport Turismo GTS lädst du in 10 Minuten ganze 205 Kilometer Reichweite nach. Nicht schlecht, oder? Ja klar, wir sind dann noch nicht bei den Zeiten, die du an einer Tankstelle verbringst, aber rund 15 bis 20 Minuten ist schon richtig gut, wie ich finde. Und in Zukunft wird dies sicherlich noch kürzer werden. Während des Ladevorgangs musst du auch nicht beim Auto stehen bleiben. Denn so oder so, ein Kaffee oder eine Toilettenpause auf der Raststation ist ohnehin nie verkehrt. Und abgesehen davon kommt man im Alltag, wie schon erwähnt, oft auch ohne Ladung an der öffentlichen Ladestation aus, wenn man eben beispielsweise zu Hause mit seiner privaten Wallbox lädt. Du siehst also, die Reichweitenangst ist nicht begründet. Zumindest in West-, Mittel- und Nordeuropa. Dass es kaum Ladestationen gibt, ist schlicht und einfach falsch. Und auf lange Reisen ist die Ladezeit mit HPC-Chargern im Vergleich zur Wallbox extrem kurz. Das reicht oft kaum für den Gang zur Toilette und einen Kaffee. Auch die Reichweite von Elektroautos nimmt Jahr für Jahr zu und die Ladezeiten werden auch immer kürzer. Was hältst du von der Reichweitenangst? Und ist sie deiner Meinung nach begründet? Und wie zufrieden bist du mit dem Ladenetzwerk und den Lademöglichkeiten, die dir als E-Autofahrer zur Verfügung stehen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Hat dir dieses Video gefallen, dann gib uns doch einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, dein Tim von GoE.